Servus zusammen, heute bei Marcel's Hockey School werde ich euch zeigen, wie man einen Knee Slide macht, das heißt auf einem Knie rutschen. Wie gerade eben, der eine Fuß ist draußen und wir fahren eine coole Kurve dabei. Das ist eine Powerskating-Übung, die sehr viel Spaß macht, gut für die Kantenkontrolle. Eine kleine Hinweis aber, ich finde, ab und zu manchmal wird das Rumlaufen auf die Knie ein bisschen übertrieben. Eishockey wird hauptsächlich in Stand gespielt. Also übertreibt es nicht. Nichtsdestotrotz, es ist eine coole Sache, die man üben kann. Die Kinder machen immer viel Spaß und viele wollen lernen, wie man das macht. Von daher werde ich es euch heute zeigen. Let's go! Also, zuerst das Wichtigste. Ich kann es auch ohne Knieschoner machen, würde meine Knie ein bisschen dabei wehtun. Jetzt mit dem Plastik jetzt hier oben drauf statt drunter. Es ist ein bisschen rutschig, aber werde ich glaube ich schon trotzdem hinbekommen. Wie wir mit dem Knee Slide anfangen, ist wie folgendes. Wir nehmen keinen Anlauf, sondern ich bin so auf einem Knie, tue meinen Fuß raus und versuche mich einfach so dabei in einem Kreis zu bewegen. Wichtig ist, ich drücke mit meiner Ferse ins Eis. Fersen wird dafür gebraucht, um Kurven zu fahren. Und ich versuche jetzt auf die Stelle in einem Kreis zu fahren. Anderer Fuß. Fersen drücken rein. Dabei ist sehr wichtig, euer Fuß muss außen sein. Ist mein Fuß innen, da bin ich dann nicht auf die Kante. Wenn mein Fuß hier innen ist, werde ich eher Schnee machen. Das ist wichtig fürs Bremsen. Aber wenn man eine Kurve fahren will, man will, dass seine Kurve sich ins Eis verhakt, Ferse rein, Fuß raus. Und dann kann man sich ins Eis reindrücken. So, wir machen jetzt einen Close-Up von meinem Kufe. Ich will einfach, dass ihr seht, wie mein Kufe sich verhält, welches Teil der Kufe sich ins Eis reingreift beim Knee Slide. Wie ihr sehen könnt, alles kommt aus der Ferse. Meine Zehspitze sind kaum auf dem Eis. Meine Ferse ist meine Steuerung. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schwindelig. Wenn ich jetzt versuchen würde, das mit der kompletten Kufe oder vordere Kufe zu machen, der Fuß nicht nach außen, dann passiert das. Dann werde ich nur wegrutschen. Ferse hakt sich ein. So, dann probieren wir das natürlich mit ein bisschen Anlauf. Ich laufe, mein Oberkörper muss groß bleiben. Wenn mein Oberkörper umknickt so, dann ist es keinesfalls sauber. Es ist sehr schwierig auszuführen. Von daher haltet euer Oberkörper ganz schön groß. Das Knie, der auf der Innenseite geht, runter. Das ist sehr häufig ein Fehler, dass das Knie auf der Außenseite irgendwie runter geht. Da will ich so fahren, aber ich bin eigentlich auf dem falschen Bein dafür. Okay? Also das innere Knie geht runter und das äußere Bein streckt sich, vielleicht nicht komplett, greift ins Eis und ich versuche dabei eine Kurve zu fahren. Auf der Rückhandseite, wie ihr vielleicht gesehen habt, stützt euch ruhig mit eurem Schläger ab. Das hilft auf jeden Fall. Ich zeige es euch einmal in diese Richtung. Wenn ich so rumfahre, kann ich mich auf einen Schläger abstützen. Das ist eine große Hilfe. Auf der anderen Seite natürlich etwas schwieriger, weil ich meistens nur eine Hand auf dem Schläger haben will, beziehungsweise ich kann zwei Hände haben, aber dann ist mein Schläger außen und ich will Druck auf der Innenseite ausüben. Also, wenn ich als Rechter in diese Richtung fahre, nach links, habe ich nur eine Hand auf meinen Schläger.
So, natürlich können wir es etwas schwieriger machen mit dem Puck. Meine Fläche gerade ist eine Buckelpiste. Wir hatten die letzten paar Tage Eisregen, Schneeregen. Ich versuche es gerade zu glätten. Optimal ist es nicht, vielleicht in ein paar Tagen schon. Aber wir können es mal mit einem Puck ausprobieren. Und dann macht es noch mehr Spaß. Aber natürlich am Anfang übt es erstmals ohne Scheibe. So, ich hoffe, das Video zum Knieslide euch gefallen hat. Es macht super viel Spaß zu tun. Übertreibt es nicht, aber für die Kantenarbeit ist es cool. Fürs Kurvenfahren ist es eine gute Sache. Baut es in euer Powerskating-Programme ein. Baut es auf euer ODR ein, falls ihr diesen Winter das Glück habt, eine zu haben. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.